Willst du den Top-3D-Schützen mal im Wettbewerb auf die Finger schauen? Wir haben 4 der Besten zu einem Battle eingeladen. In diesem Video begleiten wir die Experten und stellen sie vor. Dazu gibt es einen Haufen Insider-Tipps. Wenn du mehr davon willst, gib uns ein Like und abonniere den Kanal. Und jetzt ab in den Parcours. Medium Wild Boar, Ja. Kategorie 2. Okay. Bei unserem ersten Ziel besteht die Schwierigkeit darin, dass die Sicht über den Boden durch umgestürzte Bäume und eine Senke unterbrochen wird. Es wird leicht bergab geschossen und das Blickfeld wird seitlich durch die Bäume begrenzt. Das 3D-Tier steht in vollem Licht und wirkt damit näher. Ja, 8 gedeckte Höhe auf 9 Uhr. Eine 10er Linie, 8 kann nicht, auf 2 Uhr. Gut, Jetzt nochmal. ändern sich die Lichtverhältnisse langsam. Das Ziel steht bereits zur Hälfte im Schatten. Genau das hat er gebraucht. Ja, 10 auf 9. Das 3D-Tier ist nun komplett im Schatten. Zielpunkte sind damit kaum noch zu erkennen. Auf 5 Uhr knapp 8. Noch Gleich. tiefer. Der Tobias hat 2 Zehner. Da haben wir jetzt 2 Pfeile, die dir klar zeigen, was IFA bedeutet. Das ist hier der dünne Pfeil von Dirk, der ganz nah anliegt, aber das Gummi eindeutig schon reingezogen hat und auch, ich sag mal, ein halber Millimeter Schaftlinie ist durch. Ja. Und hier an der 10 zu 11 siehst du eindeutig, das ist genau der 1 Millimeter, wo den Unterschied macht in der IFA. Der wertet 10 Ja, und der andere? und hier innen drin wertet keine 11, Okay. weil es nicht durch. Für unsere Experten haben wir eine Doppelhunter-Runde nach IFAA gestellt. Pro Station sind 2 Pfeile zu schießen. Es gibt Ziele der Kategorien 1 bis 3 und die maximale Entfernung beträgt 54 Meter. Die Wertungszonen sind oft kleiner als üblich und wir werten ein zusätzliches Präzisionskill. Der gilt doch nicht, oder? Der Karpfen auch. Schwierig bei dieser zweiten Station ist es unter anderem, die Entfernung zur Gans über die Wasserfläche und den Graben zu schätzen. Dazu ist die Wertungszone der Gans kleiner, als es die offiziellen Regeln für diese Entfernung vorgeben. Dirk Stuckmann rechts nutzt einen Compound mit Vollausstattung. Links Danny Becker hat ein einfacheres, eher jagdtaugliches Setup. Bei offiziellen Wettbewerben wird Danny daher in der Klasse Bowhunter Unlimited gewertet, während Dirk Freestyle Unlimited schießt. Aber. Ich glaube, wenn das Ding jetzt weg war, das habe ich gleich gar nichts mehr. Udo Grohn und Tobias Heeg sind ebenfalls mit Bögen der Freestyle Unlimited Klasse unterwegs. Schlecht. Ja, aber es gibt ja
der Danny mit dem Pinnenvisier leistet, da würden sich ganz viele FU darüber freuen, auch nur um annähernd an seine Leistung ranzukommen. Er ist nicht nur sportlich ein echter Sportsmann, sondern auch privat ein netter Kerl. Es kann sich jeder freudig schätzen, der mal einen Tag mit ihm verbringen darf. Mein vollen Respekt, was man mit so ein paar Pinnen in so einem Visier anstellen kann. Mega Respekt vor seinem Schätzen. Ich kenne niemanden, der in diesem Bereich besser ist als er. Der Wolf hier ist eigentlich ein Ziel der Kategorie 2 und wird offiziell bis maximal 41 Meter gestellt. Wir haben es ein bisschen spannender gemacht und ihn als Kategorie 1 ausgewiesen. Okay. Der war jetzt mal krass, oder? Da habe ich mich aber jetzt voll vertan. Beim sitzenden Wolf ist über dem Kill praktisch keine Körperzone mehr. Bei einem anderen Tier hätte Tobias hier wohl noch einen guten Körpertreffer erzielt. Kleiner 10. Oh, jetzt ist das Tier weg. Schönes Ding. Knapp drüber. 10. Wer als erster schießt, ist natürlich erstmal bei so weiten Targets der Gearschte. Ne? Bei so einem Schuss ist der erste dein Pathfinder. Wenn der Erste die richtige Idee hat, dann gibt er natürlich in dem Sinne keine Informationen weiter an die Gruppe. Hat der Erste, wie man eben bei mir gesehen hat, nicht die richtige Idee, dann geht natürlich allen ein Licht auf. Das hat nichts zu heißen, dass die anderen deswegen dann vorher nicht schon schlecht geschätzt haben. Aber es ist natürlich immer ein Vorteil. Wir rotieren, das heißt bei jedem, ich vergleiche jetzt mal anspruchsvollen 3D-Turnier, wird sich so gut wie kein Schütze freisprechen können, dass eben nicht auch mal so ein Fauxpas passiert. Sowas kann sich jetzt die nächsten 2, 3 Scheiben direkt wieder relativieren, je nachdem, was für Kategorien da jetzt direkt folgen. Und von daher darf man sich da jetzt aber auch nicht ins Boxhorn jagen lassen. Also das Schlimmste, was jetzt passieren könnte, ist, dass ich mich jetzt gräme und jetzt auf diesen einen Schuss am Tag beziehe. Hast du dich doll vertan oder? Ich glaube, um 3 Meter habe ich mich vertan. Okay. Und ich habe mir die Strecke halbiert, weil ich die nicht komplett über den Boden messen kann. Und dann fand ich es jetzt nicht so schwierig vom Messen her. Aber ich war ganz zuversichtlich, dass ich damit auf jeden Fall aufs Tier komme. So, ich bin jetzt über den Boden gegangen. Ich habe 5 Meter Schritte nach vorne gegangen und habe halt relativ schnell festgestellt, dass das Ding also irgendwas jenseits der 50 Meter sein müsste. Bin aber da runtergegangen, da habe ich zum Danny gesagt, Alter, das Viech kommt immer näher. Ne? So, und dann bin ich von meinen ursprünglichen 51, die ich wirklich am Anfang hier geschätzt habe, bin ich dann schon auf 48, 47 runter. Halbieren machen viele, ne? Halbieren ist halt riesig ungenau, weil wenn du dich bei der Hälfte vertust du dich halt extremst nach oben hin. Ne? Halbieren ist nur die halbe Miete. Ne? Einmal berechnen und einmal das Bauchgefühl kommt noch dazu. Ja. Der Erfahrungswert, die Größe, wie das Tier auf einen wirkt. Also ein Bauchgefühl plus berechnen und daraus zieht man sich die Entfernung raus, mit der man gut zurechtkommt und glaubt, dass man da keinen Stress hat im Kopf beim Schießen, sondern mit der man zufrieden ist, damit man auch vernünftig schießen kann. Genau. Also ich habe mich hier hingestellt, Bauchgefühl hat erstmal gesagt 43. So, okay. Gut. So, dann bin ich über den Boden gegangen und war halt jenseits der 43. Wenn ich mir jetzt den Baum hinter dem Wolf angucke, haut das doch ungefähr hin, was das Bauchgefühl mir gesagt hat. Man kommt natürlich durch diese Allee den leichten Berg hoch, täuscht das über den Boden gehen schon ziemlich arg.
Der Uhu auf Station 4 steht leicht gedreht, einige Meter tiefer. Er wird schräg zum Hang geschossen und der Stand ist nicht optimal. Links 5. Die Schützen sagen sich übrigens ihre Treffer gegenseitig an. Das eigene Fernglas wird eher genutzt, um einen optimalen Zielpunkt zu ermitteln. Winkel bei sowas? Beruhigt sich dir das? Es macht nicht viel aus. Es kommt eher darauf an, bist du jetzt ein Schütze, der viel unter Druck steht oder wenig Druck schießt. Und dann kann auch schon hier so eine 5 Grad Schräge. Das liegt aber weniger an dem, was dann die Distanz sich ändert, sondern daran, dass du dich in der Haltung zu sehr veränderst und dementsprechend eine höhere oder tiefere Trefferlage hat. Also hat jetzt wirklich nichts mit der wirklichen Distanzunterschied zu tun. Ich habe ihn vorgestellt bekommen als den Herrn, der immer einen lockeren Spruch auf der Zunge hat. Und es klingt ab und zu mal etwas anders, aber das ist eigentlich ein ganz netter Mensch. Udo ist so eine wandelnde Wissensdatenbank, was alle Hardware, Ferngläser, Bögen, Pfeile angeht. Hat alles meine Finger gehabt. Die haben alle nur Glück. Udo hat ganz selten länger als 3, 4, 5 Wochen dasselbe Material. Probiert halt sehr viel aus. Und er ist immer sehr ehrgeizig. Mit Udo im Parcours zu sein, das macht einfach immer Spaß. Du hast immer was zu lachen. Bei Station 5 wird leicht bergauf über eine Senke geschossen. Das Ziel steht auf freier Fläche mitten in der Sonne und wirkt dadurch näher. 10 Uhr knapp aus der 10 raus. Ja, eine 8 auf 10. Jo. So läuft die ganze Zeit. Ist schon voll. Ja, nicht ganz, aber. Tief, 6:30. Weil die 3D-Saison gerade erst begonnen hat, sind die 3 FU-Schützen übrigens mit ganz frischem und noch nicht praxiserprobtem Material unterwegs. Für Dirks eigentlichen 3D-Bogen sind noch nicht alle Teile eingetroffen. Er ist daher mit seinem Reserve-Compound am Start. Tobias hat seine Mamba 38 gerade eingeschossen und Udo experimentiert mit neuen Pfeilen. Nur Danny schießt das ganze Jahr in allen Disziplinen das gleiche Setup. Oh Mann. Der ist wohl runtergefallen, oder? Was heißt wo? Links? Tobias ist schon ewig dabei, habe sehr viele Up and Downs bei ihm gesehen, aber ich habe auch das härteste 3D-Turnier meines Lebens gegen ihn geschossen. Und mit dem kann man ein paar schöne Abende verbringen oder halt auch Turniertage. Jemand, der sehr präzise mit seinem Bogen umgeht, der sehr genau schießen kann, der immer die Ruhe behält. Mit Leuten wie Tobias zusammen kann man versuchen, an dem Tag seinen eigenen Rekord nach oben zu bringen. Macht richtig Spaß.
Vom Feld in den Wald. Unser weitestes Ziel steht am Ende einer Schneise. Auch hier wieder ein Kategorie 2 Tier auf Kategorie 1 gestellt. Und mehr ist da auch nicht. Tiefe 8. Nehme ich. Am Waldrand hatten die Schützen mit einigen kurzen, aber kräftigen Böen zu kämpfen. Drauf, das ist gut. Das tut sofort den Wert von der Optik. Jawohl. 10 links, kleiner. Schön, sauber. Schön. Unterschiedlich. Ich schreibe nämlich schön mit, was ich schon jetzt wirklich eingestellt habe, dass wir das später vielleicht nochmal wissen. Ich weiß das auch so. Zettel sind hier auch nicht weg. Schön. Knapp rechts aus der 10 raus. Hier wird gelernt, oder was? Mit 5 im 5 Bauch. im Bauch, hast du fallen lassen. Pins, Pinfarbe, Pingröße, Visiergröße. Da habt ihr wahrscheinlich alle unterschiedliche Ideen. Pinfarbe gibt es für mich nur grün. Ich bin Ja. rot-grün. Habe eine rot-grün-Schwäche. Also Aha. rot kann ich gar nicht sehen. Für mich gibt es nur grün. Habe trotzdem relativ gute Augen und komme mit 10er-Pins hervorragend klar. Hake ich kurz mal ein. Für jemanden, der keine Rot-Grün-Schwäche hat, ist beim BU-Visier ist eigentlich sehr angenehm, wenn man sich die 20, 30, 40 und Co. immer abwechselnd in der Farbe macht. Und viele gehen noch hin und machen in 20, 30 Meter halt die größeren 29er oder 19er Größen rein, um dann auf 40, 50, 60 die Zähne für das Tier nicht ganz so zu verdecken. Wenn wir da noch zu erwähnen. Ich persönlich bin IFAA technisch mittlerweile mit Beleuchtung, C-Pro und so weiter ausgestattet. Ich favorisiere Blau, weil das neutral zu allem anderen im Wald ist und allen Tieren. Wechsle zwischen einem 19, 29, aber auch im 39er Fieber. Je nachdem, wo ich weiß, wo ich hinfahre. Wald, Wiese, wo ich mehr oder weniger Beleuchtung noch brauche, um das entsprechend einstellen zu können. Ich habe einen 44er Scope, 29er Pin in grün. Ich denke, grün hat die stärkste Leuchtkraft, sehe ich am besten. Und so passt mir das auch gut. Ja, also mein Setup ist im Moment nicht perfekt hierfür. Ich habe einen zu dicken Pin drin, der hat einen 39er drin als Blau. Schieße erst mal mit Blau auf 3D, muss ich mich erstmal ein bisschen drin gewöhnen. Passt einiges noch nicht so richtig. Ich würde den Pin hier kleiner wählen und das Scope wahrscheinlich auch ein bisschen kleiner machen noch. Ja, aber so ist halt 3D. Ne? Wenn du ein neues Setup hast, musst du erstmal gucken, dass du auch 3D erstmal damit schießt, um zu gucken, wo die Stärken und Schwächen sind. Auf Station 7 steht ein Kategorie 3 Ziel, angesagt als Kategorie 2. Es wirkt weiter, als es wirklich steht. Boah, Hauchhiebe, so Meter mehr. Die 10er-Zone misst bei diesem 3D-Tier gerade mal 10 cm im Durchmesser. Um dann die nur 5 cm große 11 zu treffen, muss die Entfernung schon auf 1 Meter genau eingestellt werden. Auch gut. Sauber. Nochmal so gut. Eine gute Träne auf 2 Uhr.
Noch lachen sie alle. Als ich mit dem Bogensport angefangen habe, war Dirk Stuckmann schon die Größe und der Perfektionist und der Schütze. Und das ist auch immer noch ein sehr großes Vorbild von mir. Immer hilfsbereit, Gott der Perfektion, gibt nie auf, trainiert wie ein Geisteskranker und hat einen riesen Erfolg. Unsere erste Begegnung war 2009 bei einer 3D-Meisterschaft. Ja, da ist mir direkt bewusst geworden, es geht nicht um den Zentimeter, sondern um den Millimeter. Wenn man es perfekt haben möchte, ist er der richtige Gesprächspartner. Zum Schluss gibt es nochmal 2 Ziele, beide Kategorie 3. Das liegende Reh ist nicht so weit entfernt, aber was ist mit dem stehenden, halb versteckt hinter dem Baum? Hier ist nochmal Präzision gefragt. Holt den Liner. 7 Uhr, Mitte 10. Das Problem ist, du hast ja keinen Punkt, du weißt ja gar nicht, wo du hinhalten sollst. Das ist ja die nächste Scheiße. Ja, Du musst die besser wieder dran gewöhnen, ey, überleg mal. und bei dem ersten hatte ich eben noch mal absetzen sollen, das war nämlich ein schlechter Schuss. Noch keine schlechte Schuss. Hoch 10 Liner. Das kam nicht von Das natürlich aus. Auf 3, 4 Uhr. Knapp an der 11. Gut. Selbe Stelle, selbe Quelle.